man von der sogenannten Alten Messe konzentriert sich die Aufmerksamkeit meistens auf bestimmte äußerliche Merkmale, dass der Priester sozusagen mit dem Rücken zum Volk zelebriert, dass viel im Stillen abläuft und vor allem in lateinischer Sprache. Viele Befürworter dieser Liturgie betonen auch, dass sie feierlicher ist, mehr das Gefühl vom Sakrum vermittelt und so weiter. Das alles will ich weder abstreiten noch als unwichtig darstellen. Irgendwann sage ich auch etwas dazu, aber ich will mich jetzt weniger auf das äußere Erscheinungsbild und vielmehr auf den Inhalt konzentrieren. Das hängt auch gewissermaßen damit zusammen, dass ich mehr als 30 Jahre meines Lebens mit sehr würdig, schön und feierlich gefeierten nachkonziliaren Messe verbracht habe. Zwar nicht auf Latein, aber sonst mit allem, was man in Deutschland oft nur bei Vetus Ordo erlebt. Mundkommunion, Kommunionbänke und ähnliches. Novus Ordo heißt nicht automatisch Bierzeltmesse. Man kann auch die neue Messe in lateinischer Sprache feiern, ad orientem, mit Weihrauch, barocke Kassel, Diakon, gregorianischem Gesang und was sonst an feierlich das Herz begehrt. Und trotzdem wird es große Unterschiede zu der außerordentlichen Form geben, nämlich in den Inhalten. Und damit meine ich sowohl die Texte wie auch bestimmte Gesten, sozusagen das Schwarze und das Rote im Messbuch. Genauso wie die neue beginnt auch die alte Messe mit dem Kreuzzeichen im Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Das dürfte eigentlich jetzt niemanden wundern. Der Unterschied liegt in dem Fall darin, dass der Priester das Kreuzzeichen nicht von seinem Sitz im Altarraum zum Volk gewendet macht, sondern vor den Stufen des Altars. Auch nach dem Kreuzzeichen kommt noch keine Begrüßung der Gemeinde, sondern betet der Priester abwechselnd mit den Ministranten einen wunderschönen Psalm, dessen Wegstreichen ich besonders bedauere. Dieses Gebet lenkt unsere Aufmerksamkeit nämlich gleich auf die heilige Handlung, die gleich beginnen wird. Ich finde es wirklich die perfekte Einstimmung, wenn wir noch direkt aus dem Alltagstrubel uns nun auf Gott konzentrieren wollen. Introibo ad altare Dei, ad Deum filetificat juventutem meam. Ich erinnere mich an die Worte eines alten Priesters, der schon über 90 war und sich nur noch mit Mühe bewegen konnte. Er sagte, jedes Mal, wenn er diese Worte betet, fühlt er sich wieder wie am Tag seiner Primiz. Gott ist der, der uns erquickt, vor dem wir alle wieder jung, in ihm verliebt, voller heiliger Eifer und Freude sein können. Judica me Deus, et discerne causam meam de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso erue me. David schreibt im Psalm auf der Flucht vor seinem Feind. Wir kommen auch manchmal zu Gott wie vom Feind gejagt, vom Leben geplagt und flehend, beschütze mich, Herr, rette mich von meinem Feind, dem Sichtbaren und noch mehr dem Unsichtbaren. Dieses Wort Judica me macht uns aber noch was anderes klar. Diese Bitte ist zweischneidig. Wir treten vor Gott, der auch unser Inneres kennt, der die Wahrheit über uns selbst besser kennt als wir. Und wenn wir zum Altare Gottes treten, sollen wir auch heilig sein. Wir dürfen nicht dem unheiligen Volk angehören. Wir dürfen nicht selbst diese ungerechten und tückischen Menschen sein. Quia tues Deus fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus. Wenn wir traurig umherwandeln, steckt oft unser Hauptfeind, die Sünde und der Widersacher, der uns zu ihr verführt, dahinter. Manchmal lässt Gott natürlich auch sonst zu, dass wir uns von ihm verlassen fühlen, wie Jesus am Kreuz es erlebt hat. Aber meistens sind es eben unsere eigenen Sünden, die uns die Ruhe und Lebensfreude rauben.
Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Wir beten in dieser Situation nicht einfach nur, tröste mich, lass mich dich wieder spüren. Nein, wir bitten vielmehr darum, dass wir die Wahrheit Gottes erkennen und ihr folgen. Unser Gott-Nahsein ist weniger die Frage des Gefühls, es ist vielmehr eine objektive Realität, die darin besteht, dass wir ihn erkennen und durch unseren Willen ihm folgen, seinen Willen tun. Auch in der Heiligen Messe geht es deswegen nicht darum, Gott zu spüren, sondern seinen Willen zu tun. Deswegen kommen wir nicht nur dann zur Messe, wenn wir Sehnsucht danach verspüren, wenn wir uns dadurch besser fühlen, sondern auch dann, wenn uns gefühlmäßig so gar nicht danach ist. Einfach, weil es gut, wichtig, gottgefällig ist. Berge waren schon immer besondere Orte, die für Gottes Nähe standen. Die Stufen des Altares deuten auf den Berg Golgotha hin. Wir treten zum Kreuz hin. Das erfordert unsere Ausrichtung nach oben zu Gott, hinter sich lassen der Welt, des Alltags, aber auch eine gewisse Mühe des geistigen Aufsteigens. Das Wort Tabernakulum bedeutet ursprünglich Zelt, von dem Zelt, in dem sich die Bundeslade befand, von dem Auszug aus Ägypten bis zur Erbauung des Tempels durch Salomon. Für uns steht dieses Wort hauptsächlich für den Aufbewahrungsort des Allerheiligsten Sakraments, für die Realpräsenz Christi, die nach dem katholischen Glauben dauerhaft ist, solange die eucharistische Gestalten vorhanden